Wir sind nach Basselten gefahren und was machen wir jetzt? Ja, jetzt klemmen wir uns den Opa unter den Arm und dann verbringen wir jetzt ein und spätestens morgen noch einen zweiten Tag. Was ist der verbringen Opa? Opa will hoch mit aufs Bild. Ja. Wir sind am Leuchtturm. Jetzt gehen wir uns die Höhle angucken. Was hatte ich gesehen? Da sollen 2 Tonnen schwerer, was sind das? Stalaktit. Stalaktit soll da drin hängen, ne? Herzlich willkommen in Bunbury. Okay. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier in Bunbury und wir stehen hier vor dem Informationszentrum und es ist gleichzeitig ein Museum, was die Geschichte über Bunbury erzählt. Und es hat sonntags sogar offen. Und dann haben sie auf die Papierwalze, wird dann die Höhe von den Gezeiten von Ebbe und Flut aufgezeichnet. Okay. So ist jedenfalls Tide Gauge. Den hätte ich auch gern gebastelt. Oh. Gut. Steht auf dem Podest, aber das Ding ist größer als Heike. Schwere Handtasche. Das Ding ist ein Traveling Safe. Bunbury ist die Stadt der 3 Wasser. Aber das ist bloß einer. Und die kannst du aus irgendwelchen, vielleicht zum einen aufstehen, die kannst du hochklappen. Kannst du hier links so irgendwie. Wir machen hier jetzt nur einen Zwischenstopp und wir fahren dann weiter nach Basselten. Und da bleiben wir dann 2 Nächte und schauen uns da dann um. Fangen wir? Gut. Wir waren ja in Bunbury und die haben uns da dann gesagt, wo man den Leuchtturm sehen kann und noch das war eine Aussichtsplattform. Und die haben uns auch gefragt, ob wir mit einem Caravan fahren oder nicht. Jedenfalls die Strecke, die sie uns gegeben hat, die war ziemlich eng für einen Caravan, oder? Ja, die Strecke ging eigentlich, aber das Schlimmste was war, die haben auch gesagt, wir können da mit dem Caravan parken. Ja. Definitiv nicht. Die Parkplätze waren alle zu kurz. Ja, und vor allen Dingen, wir sind von Norden nach Süden gefahren und wir hätten nicht abbiegen können, wo die Parkplätze waren. Also haben wir alles, was in Bunbury war, im Grunde genommen gestrichen und sind dann nach Basselten oder Basselten? Da steht's, dann kannst du ablesen. Da ist dein Spickzettel. Ja. Wir sind nach Basselten gefahren und was machen wir jetzt? Ja, jetzt klemmen wir uns den Opa unter den Arm und dann verbringen wir jetzt ein und spätestens morgen noch einen zweiten Tag. Was ist der Opa? Opa will hoch mit aufs Bild. Ja. Das heißt, verbringen wir heute hier ein bisschen am Strand des Dingens und morgen machen wir dann am Jetty und wahrscheinlich in Basselten Town gucken, was wir hier so kriegen. Und morgen gucken wir dann, dass wir ein bisschen weiter an die Westküste, genau. bis an die Westküste hochfahren. Genau. Und jetzt gehen wir erstmal ins Information Center, weil da stehen wir sowieso direkt vor der Tür. Und jetzt gucken wir nachher melden wir uns dann nochmal vom Jetty. Genau. Okay, auf geht's. Gut. Ich bewundere sowas immer wieder, wie sie auf so eine Idee gekommen sind, das ausgeführt haben und das hat funktioniert. Also wir sind jetzt auf dem Jetty und Jetzt laufen wir. 1,78 Kilometer. Irgendwie so in dem Dreh ist der Jetty Der sieht lang. überhaupt nicht so lange aus. Sieht aus vielleicht wie, keine Ahnung, 300-400 Meter. Ist der längste So ein- Jetty hier eigentlich? Ja, keine Ahnung, aber ich habe noch nicht so einen langen Jetty. Immerhin lang genug, da so eine Eisenbahn drauf bauen. Ja. Und wie lange sind wir gelaufen?
Du bist Ich sag mal knapp 25 bis 30 Minuten, was sie gesagt hat. Und jetzt gehen wir ins Unterwasserobservatorium. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wo wir denn nachher hin müssen. Ja. Das Observatorium ist 12 Meter hoch und 9 Meter breit. Seine Wände bestehen aus 30 cm dickem Stahlbeton und die Fenster aus 10 cm dickem Acrylglas. Die ganze Konstruktion wiegt 550 Tonnen und wurde mit 12 Stelzen 18 Meter tief im Meeresboden verankert. (1865) haben sie gebaut als Shipping Port, also als Dings zum Anlegen bis 1972 und dann haben sie ihn geschlossen. Der war zum Anfang 165 Meter nur lang. Nee. Ist mein Turn. Nee. We are best buddies. Hey du. Lass mich mal raus hier, der grabbelt mir gerade an meinen Hintern. Warum hat man eigentlich die Dinger so hoch gemacht? Oh, guck mal hier. Komm schon. Aber stellst du mir mal fest, egal wie warm es draußen ist? Habe ich jetzt so vorhin zu ihr auch gesagt. Ist egal wie warm es draußen ist, hier hast du immer ist immer kühl. Ja. Nur durch die Bauweise. Diesmal ein bisschen weiße. Der kommt hier sogar der ist sogar mit Innenklo. Okay. Der ist mit Ensuite hier, Heike. Oh, der ist ja klasse hier. Mit 4. Ja. Und hier könnt ihr jetzt mal sehen, das ist ein sogenanntes 4-Bettzimmer. Oh, hier hast du auch noch ein Holzfußboden drin. Holz? Ah ja. Die hätte man nicht rausschrauben können. Und das ist jetzt das Luxury-Ding? Ja. Auch mal Doppelklo. Kannst du zu zweit. Ja. Kannst du dir einen Kumpel einladen. Ja. Dann, ey, 12 Uhr heute, nach dem Mittagessen kacken. Also das Gefängnis hier wurde bis 1976 haben sie das Ding noch benutzt.
Muss man sich mal geben. Da warst du 10 Jahre alt, da waren hier noch die Knackis drin. Ja. Sieht aber aus, als wenn es vor 100 Jahren das letzte Mal benutzt wurde, oder? Ich meine, vom Standard her. Wir müssen nur Niki Bescheid sagen, der Opa kommt ein bisschen später. Eine schöne Innenstadt. Gefällt mir. Willkommen am besten Strand der Welt. Laut Informationszentrum. Bis jetzt war ich ja noch nicht unten, aber irgendwie sieht es bis jetzt aus, als wenn es ein kleines bisschen geschwindelt hat. Findest du nicht? Ja, nachdem wir jetzt an dem schönsten Beach gewesen sind, am schönsten Strand, Schönsten Strand. ja, sind wir jetzt hier am Leuchtturm angekommen. An Cape Naturalist Lighthouse. Und wir sehen hier auch, dass man hier laufen kann. Und da gibt es einen sogenannten Cape-to-Cape-Track. Der geht dann vom Norden von dieser Spitze bis ganz nach Süden. Und laut Informationszentrum braucht man dafür 7 Tage. Oder sollte man dafür 7 Tage einplanen. Da steht es dran, Klasse 4, 130 Kilometer, 6 bis 7 Tage. Ich meine, gut, wenn du ein Zelt dabei hast, du kannst zelten. Es gibt jede Menge Zeltplätze und ich glaube, die standen noch überall drin. Die Zeltplätze sind nur zu Fuß zugänglich. Du kommst da gar nicht mit dem Auto ran. Es ist ein Wanderweg von hier. Ja, Das hast du. klar. Und auf der anderen Tafel haben sie noch eingezeichnet, was du alles machen kannst. Wo Ja. Toiletten sind, wo Ja. du parken kannst, wo du surfen kannst. Ja. Sind alles nochmal kleine Symbole dran. Und das ist dann das Profil von diesem Wanderweg. Ja, das müsste das grobes Höhenprofil sein und die kleinen Pins, die hier drin stecken, das müsste ist der der, Wanderweg. das ist der Wanderweg. Also du musst halt ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Weil die sagen ja nicht umsonst 6 bis 7 Tage. Da sind wir. Also bis 1995 waren hier noch Leuchtturmwärter beschäftigt und dann haben sie ihn automatisiert. Also seit genau 30 Jahren läuft er jetzt automatisch. Der Leuchtturm wurde übrigens gebaut im Jahre 1903. Und wenn wir schon mal hier sind, dann schauen wir gleich noch mal, ob wir ein paar Wale auf ihrer Wanderung nach Hause sehen. Fun Fact: Die Lupe in einem Leuchtturm dreht sich immer, damit sich durch den Lupeneffekt kein Feuer im Leuchtturm entzünden kann, wenn die Sonne drauf scheint. Jetzt gehen wir uns die Höhle angucken. Was hatte ich gesehen? Da sollen 2 Tonnen schwerer, was sind das? Stalaktit. Stalaktit soll da drin hängen, ne? Gucken wir mal, ob wir ihn finden. Lassen wir uns mal überraschen. Denk mal, bei 2 Tonnen sollte der nicht unheimlich schwer zu verfehlen sein, oder? Ich weiß nicht, wie viele da drin sind. Los geht's. Ja, lass den das ist Ausflug beginnen. Das ist nicht wirklich zu verfehlen, der Eingang. Okay, wir sind da. Oh, das ging jetzt aber schnell, hm? Ja. Flott durch. 600 Millionen Jahre In 15 Meter. Die ganz dünnen langen bezeichnen sie hier als Strohhalme, Straws. Nummer 2 ist das Unterteil davon.
Das sind einfach Fließsteine. Und dann das übliche Stalaktiten, Stalagmiten. Wenn du einen hast, der durchgängig ist, den bezeichnet sie als Kolumn, also als Pfeiler. Die sind dann, und das sind die wie Sheets hier, die wie diese kleinen Segel aussehen. Die Dinger da. Wo ist der Eingang gewesen? Da glaube ich. Da ist der Eingang irgendwo. Und wir sind jetzt hier runter, sind jetzt hier. Und den Weg verfolgen wir jetzt weiter hier in die Hauptkammer rein. Oh ja, okay. Also, wir haben nicht mal die Hälfte geschafft bis jetzt. That one there is the grumpy old man. It is 866,000 years old. There it is, I found it. 2 Tonnen, I told you. Also 2 Tonnen. Also das Ding wiegt 2 Tonnen. Da ist er. Der 2 Tonnen große. Also ich sag noch, der wächst von unten auch. Aber ich schätze mal, der wird bestimmt noch 100, 200, 300.000 Jahre brauchen, bis er mal zusammenpoppt. Das hätte man mal fragen können, aber. Die Erde hat euch wieder. Das Tageslicht hat uns wieder, ja. Und, wie hat es euch gefallen? War interessant, ist halt was man nicht jeden Tag, Ja, was man nicht jeden Tag sieht. Ja. aber der Aufstieg, der letzte Stück, war sehr anstrengend. Ja, die Stufen waren auch alle unterschiedlich hoch. Ja. Hat War mir gefallen. beeindruckend. Ja, die Höhle war, haben sie gesagt, 45 Meter tief. Also wir sind jetzt vom Eingang 45 Meter runtergestiegen und wieder hochgekommen. Ja, immer mal wieder ab und down. Ja, genau. Und Man hat ja gesehen, geht immer hoch und runter.
bei dem 2 Tonnen großen Stalaktit, der da ist, weil da war ja auch schon ein Stalagmit dazu da auf dem Boden. Und also ich würde mal grob schätzen, die Lücke ist ungefähr 300 mm tief. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr, aber und der Gentleman hier vorne, der hat jetzt gesagt, also für die Dinger zum Wachsen, die wachsen ungefähr 1 Zentimeter in 100 Jahren. Das heißt im Prinzip 300 Zentimeter sind dann ungefähr 30, also vielleicht 30 bis 40.000 Jahren. Dann könnte es sein, dass die gerade mal so sich berühren. Hängt natürlich von den Wetterbedingungen ab. Viel Feuchtigkeit, viel Wachstum, wenig Feuchtigkeit, wenig Wachstum. Also grob. Also wenn wir so in 40, 50.000 Jahren wiederkommen, dann ist er vielleicht zusammen. Wir geben uns Mühe. Dann treffen wir uns in 30.000 Jahren hier wieder. Okay, wir lassen uns dann alle einfrieren und dann sagen wir wollen aufgetaut werden, sobald das Ding da zusammengewachsen ist. Und wenn wir sehen, was bei rauskommt. Mich hat es ganz schön ins Schwitzen gebracht, muss ich dazu sagen. Ja, wobei du musst mal sagen, ich hat es nicht ins Schwitzen gebracht. Zum einen sagte er, der Sauerstoffgehalt ist relativ niedrig, also da unten, weil es halt in der Höhle drin ist. Deshalb ist es körperlich ein kleines bisschen anstrengender. Und natürlich, was du denkst, du schwitzt gar nicht so viel, aber es sind 93% Luftfeuchtigkeit da unten drin, hat er gesagt. Also im Prinzip nur wenn du da unten stehst, wirst du schon nass. Ja. Und jetzt würde ich mich gerne noch mehr nass machen. Ich würde jetzt gerne in das Natural Spa gehen. Gucken wir mal, wie kalt es ist, wie wir da hinkommen, wie wir da parken können, wie wir da ist das Dingens, wie es aussieht, wie kühl es da ist. Und dann werden wir sehen, ob es sich lohnt und ob wir was machen, ob wir mal reinhüpfen. Einverstanden? Ja. Gut, auf geht's. Wir mussten auf dem Weg zu unserem Natural Spa noch einmal kurz anhalten, weil hier sollte noch ein schöner, interessanter Punkt sein. Und das sind irgendwelche Felsen. Juhu, Felsen angucken. Jetzt müssen wir mal gucken, wie die Informationen hier sind. Und dann gucken wir uns die Felsen mal an. Canal Rocks. Canal Rocks, okay. Da lang, da geht irgendwo eine Brücke rüber, über einen Kanal. Oh, also gehen wir da hin? Müssen wir gucken, der muss da drüben irgendwo sein. Von den Tafeln sind hier diese Felsformationen und die bilden Kanäle zwischen den Felsen, wo dann das Wasser durchschießt. Und ziemlich viel Strömung drin, oder? Gute Strömung dazwischen, ja. Okay. Also Leute schwimmen da ja auch drin. Ja. Okay. Ich will jetzt auch schwimmen. Jetzt gehen wir zum Spa. Gucken wir mal, wie es da aussieht, ja? Gut. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Natural Spa. Das ist ein kleiner Pool, der vom Meer gespeist wird und relativ sicher ist zum Schwimmen. Und da genießen wir jetzt die nächsten paar Minuten und gehen schwimmen. Ja, wir müssen hier ein bisschen über Steine klettern. Aber ich hoffe mal, dass sich das dann wenigstens lohnt. In dieses Spa war etwas haarig, würde ich sagen.
Also wir haben uns alle ein paar Schürfwunden eingefangen. Ich nicht. Okay, ich und mein Papi haben sich ein paar Schürfwunden eingefangen. Und ja, es sind bloß hoffentlich kleine Kratzer. Im Hintergrund da hinten sieht man Wahrscheinlich die andere Seite von diesen Steinen, wo wir gerade eben waren. Vorhin waren, ja. Am nächsten Tag folgen wir dem Margaret River Fluss abwärts. Ah, da hinten geht es auch noch weiter. Also ich denke mal, du kannst hier wahrscheinlich überall durchlaufen. Am anderen Ende, da sieht es auch so aus, als wenn da sowas wie ein kleiner Pool wäre. Da könnte man sich eventuell auch reinlegen. An einem Küstenabschnitt, der heißt Surfers Point. Und wenn man sich diese Wellen heute so anguckt. Ja, ist halt ziemlich windig wieder. Ja. Ja, Entschuldigung für meine Frisur, die ist wieder mal total durcheinander. Jetzt gehen wir hier hin und dann gucken wir mal, ob welche surfen auf dem Weg. Und dann gucken wir mal an, wo der Margaret River in den Ozean geht. Wir haben uns jetzt gerade hier ein bisschen untergestellt, weil es angefangen hat zu regnen. Und warum muss ich immer so stottern? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir haben uns jetzt hier gerade untergestellt, weil es angefangen hat ein bisschen zu regnen. Aber ich habe, was habe ich, einen Flieger am Kinn? Nee, mal gucken, warum du einmal anfängst zu stottern. Ich habe auf dem Schild gelesen, dass hier draußen so ein Teil von so einem Riff ist, der nennt sich Bombi. Hat einen bisschen längeren Namen, aber wird liebevoll Bombi genannt, der denn die Wellen ziemlich weit draußen im Ozean brechen lässt und dafür attraktiv für Surfer macht. Und deswegen heißt das Ding hier Surfers Point. Ja. Und ich stellte mal wieder fest, egal wie kalt es ist, egal wie viel es regnet, ich meine, gut, so viel regnet es im Moment nicht, aber es sind immer noch ein Dutzend Surfer draußen auf dem Wasser. Ja. Ich meine, die Wellen sind auch, also für die ist ideal heute, denke ich mal. Die Wellen sind, ja, ich schätze mal so 2,5 Meter groß. Die lassen sich schon gut gehen da. Ist feucht, hä? Ist hier ein bisschen feucht. Stellt sie sich auch runter, siehst du? Nachdem es nicht aufgehört hat zu regnen, sind wir erstmal zurück zum Caravan und haben uns ein Käffchen und eine heiße Schokolade gegönnt. Und jetzt starten wir den Versuch Nummer 2, um die Flussmündung von dem Margaret River zu sehen, der Region hier den Namen gegeben hat. Der fließt nicht sofort in den Ozean, sondern der ist vom Meer im Prinzip durch eine Sandbank getrennt. Und wenn aber dann wirklich starke Regenfälle kommen, dann steigt der Wasserpegel im Fluss und geht dann über die Sandbank rüber und dann hat er eigentlich einen Seezugang. Und die haben geschrieben, der bricht dann entweder auf der rechten Seite oder der linken Seite von diesem Strand durch. Wahrscheinlich eher auf der rechten Seite im Moment. Im Moment sieht es aus nach der rechten Seite, ja. Und die sagen, wenn er denn durchbricht, dann erzeugt er so eine stehende Welle, wo dann einige Surfer dann drauf reiten. Und die braucht ungefähr so 90 Minuten, bis dann das Wasser so weit die Sandbank weggespült hat, dass es dann zu weit wird. Und dann ist auch die stehende Welle weg. Okay, also wir sind jetzt auf dem Redgate Weingut angekommen und jetzt wollen wir hier mal ein bisschen Weintasting machen. Mal gucken, mit wie viel Flaschen Heike nachher nach Hause geht. Schauen wir mal. Mal gucken, ob wir überhaupt nach Hause gehen. Ja, hoffen wir mal. Okay, fangen wir jetzt an mit dem Weintasting.
Seit sie mit mir verheiratet ist, hat sie mit dem Saufen angefangen. Ja. Kannst mal sehen, was für einen schlechten Einfluss er hat. Also unfermentierten, also ungegorenen Fruchtsaft mit Brandy drin. Also erstens, der knallt gut in der Birne und zweitens, was noch viel schlimmer ist, der schmeckt kurioserweise richtig gut. Der ist richtig Das süffig. ist so ja. Anastasia, also scheint das eine russische Mischung zu sein. Man geht ja grundsätzlich nicht irgendwo rein und kommt leer raus. Also wir haben uns jetzt dazu durchgerungen, uns ein paar Flaschen zu kaufen. Ja, also mal gucken, ob wir die jetzt genießen können. Ja. Hat aber lecker geschmeckt, war auch schöne Ja. Atmosphäre irgendwo. Okay, dann fahren wir jetzt zurück und dann gehen wir morgen wieder los. Ja. Kannst du auch machen. Danke, das war's. Und Cut.